Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und beim heutigen Videohop der Stempelfamilie and Friends ist das Thema Weihnachten im August. Wir zeigen dir 6 Anleitungen mit wunderschönen Ideen, denn du weißt ja, Weihnachten kommt immer so plötzlich. Ich zeige dir, wie du ein Mini-Album gestalten kannst, was sich auch hervorragend als Geschenkidee eignet. Am Ende meines Videos findest du die Playlist mit den Beiträgen von Angela, Merle, Karin, Marie und Silvia. Und nun geht es los. Viel Spaß beim Nachbasteln. Ich nutze dafür dieses wunderschöne Designerpapier, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Das ist ganz neu bei Stampin' Up unter exklusiv online. Also nicht im Katalog zu finden, sondern du findest es online. Und das ist so schön, finde ich. Also allein hier die Hütte. Und ich mochte das Papier einfach überhaupt nicht zerschneiden. Hier die Rückseiten sind so ein bisschen neutraler. Aber hier vorne so ganz viel mit Motiven drauf. Finde ich super schön. Und deshalb habe ich ein Mini-Album gemacht, wo fast die komplette Seite drauf passt. So, damit man das nicht zerschneiden muss. Mein Mini-Album ist so, dass man hier drin mehrere Seiten hat. Hier sind kleine Tags noch drin, wenn sie sich nicht verstecken würden, was sie gerade tun und komplett verschwinden. So, da kann man zum Beispiel ein Bild reinsetzen oder kleine Tags oder man klebt hier was hin. Das ist ganz egal. Ich habe von dem Designerpapier 12 Seiten insgesamt verwendet, 10 für innen und 2 für außen. Du brauchst für dieses Mini-Album 10 Stück Designerpapier in 14,4 x 14,4 und 2 Stück Designerpapier in 14,8 x 14,8. Dazu 11 Stück Farbkarton, hier habe ich Abendblau genutzt, in 14,85 x 10,5. 14,85 klingt ein bisschen blöd. Das heißt aber, du kriegst aus einer DIN A4 Seite, also aus einem Stück Farbkarton, exakt 4 Stück raus. Dann schiebst du das also einmal bis an die 14,8 ran und dann noch einen kleinen Hauch weiter und du hast das Papier genau mittig geteilt. Dazu noch 2 Stück Farbkarton in 14,8 x 14,8. Das sind hier die innenliegenden Seiten. Dann 2 Stück Graupappe in 15,2 x 15,2 und 1 Stück Graupappe in 15,2 x 1,6 cm und Buchbinderleinen. Das gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Meins ist hier so auf einer Rolle drauf und gleich mit Kleber versehen. Das ist super. Da kann ich das ganz toll benutzen. So. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wie das Papier heißt. Und das ist Schlittenfahrt im Schnee. Passend zu dem Stempelset auf dem Pferdeschlitten. Da gibt es auch ganz tolle Stanzformen für. Hier habe ich diese hier zum Beispiel verwendet mit Klebefolie, weil sonst hätte ich ja den Kleber überall, aber mit der Klebefolie lässt sich das ganz fantastisch aufkleben. Und gibt es halt nicht bei Stampin' Up! In einem der Kataloge, sondern nur online exklusiv. Guckt also auf jeden Fall mal auf die Homepage. Da haben sie unter dieser Kategorie ganz tolle Sachen und stellen auch immer mal wieder im Laufe des Jahres neue Sachen ein. Und dieses Papier ist wirklich einfach zauberhaft, muss ich sagen. Allein dieses Motiv, ich wüsste gar nicht, wie ich es zerschneiden soll. Legen das jetzt einmal beiseite aber wieder. Und deshalb das Mini-Album, wo ich fast das gesamte Papier verwenden kann. Also, zeig mal ein paar Sachen vorab. Der Buchblock sozusagen habe ich nur seitlich befestigt, damit er schön hier drin sich bewegt. Und wenn man blättert, klappe ich das hier unten nach innen. Und dann lässt sich das ganz normal wie ein Buch blättern, bis man ganz am Ende angekommen ist. Dann klickt das hier so einmal um und das liegt wirklich schön gerade. So, und man kann halt hier ein Foto reinsetzen oder einen Spruch oder sowas. Wenn man möchte, kann man auch hier was drüber kleben. Zum Beispiel hier, da ist ja nicht ganz so schlimm, wenn was von dem schönen Motiv weg ist. Und dann fangen wir das jetzt mal an in Stücken nach und nach zu machen. Also wie gesagt, 2 Stück Graupappe in 15,2 x 15,2. Eine davon habe ich jetzt schon mal beklebt, damit das hier nicht so lange dauert. Und zwar
erstmal nur an 3 Seiten. Hier ist es also noch rau. 3 Seiten habe ich mit der Folie beklebt. Und das machen wir jetzt mal für das andere. Also hier habe ich ein Stück. Das hat ungefähr diese Länge. Das schneide ich gleich nochmal ab. Das ist ungefähr 2 cm breit. Mir ganz praktisch waren hier so Markierungen auf der Rückseite. So, auf einer Seite lege ich es hier genau an und ungefähr etwas unter der Hälfte, weil wir noch ein bisschen Rand zum Klinken brauchen. Also, wenn es genau wissen will, 8 mm circa, aber ungefähr mittig. So, und die Seite schneide ich jetzt einmal gerade ab, weil da gleich von der anderen Seite nochmal was drüber kommt. So, und dann lege ich es vor mir hin, hebe das so hoch und ziehe das ganz kräftig hier drüber und streiche das dann fest, damit das wirklich schön gerade anliegt. Dass das jetzt hier so ein bisschen Wellerform ist nicht schlimm, da kommt ja gleich Papier drüber. Aber dass hier noch so ein Stück absteht, das gefällt mir nicht. So, schön sauber machen. Also einmal die obere Kante. Dann für die untere Kante, das muss ich noch mal schneiden. Schön gerade schneiden, weil sonst hat eins gleich auf jeden Fall Wellerform. Aber wie gesagt, es kommt ja das Designerpapier und der Farbkarton darüber. Wenn da mal so ein bisschen abrutscht, ist nicht schlimm, aber zum Kleben sind halt die geraden Seiten einfach schöner. So, drehe ich mir das einmal um. Und setze das hier wieder auf die Kante hier. Und mache es hier fest. Gucke, dass es unten nicht festklebt. Hier sind so ein paar Beulen, die streiche ich jetzt einmal raus. Und das Stück schneide ich ganz ab. Lege es mir wieder gerade hin, ziehe das kräftig und drücke das so mit dem Daumen fest, dass das hier wirklich eine schöne glatte Kante ergibt. So, ich habe hier meine Rückseite schon, da habe ich oben, unten und rechts das gemacht. Das heißt, hier möchte ich es links haben. Und in diesem Fall setze ich mein Stück Band mittig auf. Jetzt muss ich einmal überlegen. So. Und schneide jetzt hier dreieckig ab, und zwar indem ich ganz knapp vor der Spitze vorher schneide. Das heißt nicht ganz dran, sondern so 1-2 mm daneben her. Das ist dann gleich zum Umklingen deutlich schöner. So, und dann wieder schön festziehen, schön fest andrücken. Und wir möchten ja, dass diese Kante nicht so doof aussieht. Und jetzt diese kleinen Dreiecke, die knicke ich noch nach innen. So. Und dann habe ich diese Dreiecke nämlich innen liegen. Und von außen, hier gehen wir noch mal mit dem Holzbein drüber. Wenn das noch nicht ganz glatt ist, kann man das noch mal so nachstreichen. So, genau. Ich möchte, dass wo diese Dreiecke sozusagen sind, innen sind, weil ich das schöner finde. Das ist aber dir überlassen. Dafür nehme ich also meinen Farbkarton in 14,8 x 14,8 und extra starkes doppelseitiges Klebeband und klebe erstmal hier die 4 Ecken. Die 4 Kanten, nicht die 4 Ecken.
So, damit stelle ich einfach sicher, dass das Papier nicht an den Rändern ausfranst oder sich hochknickt. Deshalb auch wirklich schön an die Kanten dran. Das ist ganz wichtig. So, und ich möchte aber, dass es auch in der Mitte schön fest ist. Und dafür nehme ich den Tombow, und zwar mal die andere Seite als sonst, mit der großen, breiten Klebefläche. Und das mache ich hier innen drin. So ein bisschen. Und das verteile ich dann nicht auf meinem Daumen. Schön flach, dass es wenig hinterher zu sehen ist. Wirklich ganz schön flach hier verteilt. So. Den lege ich also einmal beiseite. Jetzt ziehe ich das hier ab. Das hier mal ein bisschen in Sicherheit bringen. Und es sind rundherum ungefähr 2 mm Platz überall. Also ich gucke, dass ich das hier schön mittig drauf platziere und streiche es dann von einer Seite zur anderen fest. Der Vorteil an dem doppelseitigen Klebeband ist, dass der Tombow, der Flüssigkleber, jetzt nicht außen rauslaufen kann. Arbeite ich das nochmal mit dem Falzbein nach, dass es wirklich schön fest ist. So. Dann als nächstes den schmalen Streifen. Der kommt nämlich hier in die Mitte und wird mit so einem ganz bisschen Abstand, also es wird nicht ganz fest so aneinander geklebt gleich, sondern so ein bisschen Luft. Das sieht man hier, da ist so eine Kante. Hier sieht man es auch hier oben sehr gut, damit das einfach ein bisschen Spielraum hat, um sich zu bewegen. Ha, Blödsinn. Erstmal möchte ich hier vorne ja noch mein Designerpapier aufkleben. Da mache ich genau dasselbe wie gerade eben. Hier habe ich mein Designerpapier ganz am Ende erst vorne drauf geklebt. Das finde ich aber nicht so schön. Diesmal möchte ich mir hier die Leinenkante haben. Deshalb klebe ich es in diesem Fall schon mal vorher drauf. Hier auf der Rückseite zum Beispiel habe ich es komplett unten drunter geklebt. Das hat mir aber gar nicht gefallen. Das war mein allererster Versuch. Aber das muss man ja nicht wegwerfen. Das kann man ja schön weiterverwenden. Das ist aber, wie gesagt, dir überlassen, wie es dir am besten gefällt. Ich habe es halt hier, möchte es lieber oben drauf haben. Wenn die Kante nicht ganz gerade geschnitten ist, dann sieht man das. Das will ja niemand. Hier bin ich gerade mit meinem Tombow am Kleben. Das geht nicht. Also hier wieder Kleber in die Mitte rein. Schön verteilen. So, wenn jetzt hier am Tombow noch Kleber ist, einfach hier drauf verstreichen auf der Pappe. Dann ist der Tombow nämlich sauber. Und auf der Pappe muss es ja eh mit drauf. So, jetzt gucke ich mal. So ist vorne. So auf mein Haus wirklich richtig rumklebe. Und wieder auf den Abstand rundherum 2 mm etwa achten. Und schön feststreichen. Das gut hält. So, nun aber Vorderseite, Rücken, Rückseite. Dafür habe ich mir jetzt ein großes Stück Buchbinderleinen geschnitten und das ist doppelt so groß, doppelt so hoch wie hier, plus ein bisschen mehr, damit ich es übereinander kleben kann. Jetzt kommt der spaßige Teil. Muss ich das nämlich schön mittig hier bei mir ausrichten.
So, ich lege mir den Streifen hier so hin. So, liegt. Dann lege ich etwa mittig. Das hin. Und wie gesagt, hier so mit ungefähr 4-5 mm Abstand. Erst das eine. Und dann das andere gucke ich, dass die Kanten gleich hoch sind. Das andere drücke ich hier noch mal ordentlich fest. Und weil ich möchte, dass es wirklich ganz bombig hält, setze ich noch mal hier und hier doppelseitiges Klebeband hin. Darauf achten, dass es hier nicht weiter rauskommt als der Buchbinderlein darunter. Und dann knicke ich das Ganze um, und zwar wieder schön von unten festziehen. Feststreichen und von oben genauso ziehen. Gucken, dass die Linien schön aufeinander liegen. Genau. Dann gehe ich hier nochmal die mittleren Linien nochmal nach mit dem Falzbein. Und es lässt sich hervorragend bewegen. Und ja, das gefällt mir deutlich besser, wenn das auf der einen Seite so eine etwas breitere Kante hat, wie so ein Buch aussieht. Ja, das ist der Rahmen. Jetzt machen wir noch den Buchblock. Den habe ich auch schon mal ein bisschen vorbereitet. Aber nur ein bisschen. So, dafür der Farbkarton und das Designerpapier in 14,4 x 14,4. Gefalzt werden sie alle bei 4,1 auf der linken Seite, damit ich so hier drauf kleben kann. Jetzt setze ich erstmal meine Klebekanten. Da nehme ich jetzt ganz normalen Kleber, das muss nicht der extra starke doppelseitige sein. Aber ich setze meine erste Linie etwas tiefer als die Falzlinie. Dazu sage ich gleich was, warum ich das mache. Und alle anderen rundherum setze ich hier schön an die Kante dran. Wenn man möchte, kann man diese Seite auch weglassen, dann kann man von zwei Seiten was unter das Designerpapier stecken. Ist nicht so meins, deshalb habe ich das mal weggelassen. Aber wer das lieber so ein bisschen verspielt möchte, kann das natürlich auch machen. Bei mir kommt halt nur von einer Seite was rein. So. Also ich habe hier rundherum geklebt und hier kleine Streifen an der Seite und wie gesagt hier Abstand zur Falzkante. So, jetzt zeige ich auch warum. Ich nehme mein Stück Farbkarton, setze das hier etwas unterhalb der Falzlinie an, gucke, dass links und rechts etwa der gleiche Abstand ist. Das sind ungefähr so 2 mm müssten das sein. Aber wie gesagt, nicht auf die Falzkante, sondern vor die Falzkante. Und klebe das hier fest. So, und das mache ich auch mit allen Elementen, die ich habe. Erstmal Farbkarton und Designerpapier zusammenkleben. Und hier sind dann immer noch 2 Klebestreifen jeweils, die übrig sind. Klebe ich erstmal diese beiden. Also, ich habe das hier schon mal vorbereitet, damit das nicht so lange dauert. Also man sieht, ich habe immer den Farbkarton unten und dann das Designerpapier drauf. So. Das heißt, hier könnte jetzt auch mein unterstes sein. Nehme ich jetzt hier von dem, was direkt vor mir liegt, was also schon den Block bildet, die beiden Klebefolien ab. Halte das hier so mit den Fingern fest, da ist ja keine Klebefläche, und schiebe das, meinen Farbkarton hier oben so hin, mal ein bisschen mit dem Kopf drüber gehen, dass es hier bündig mit dem Farbkarton da drunter ist. So. Nicht ganz genau, es ist nicht schlimm, aber so. Dann drücke ich das hier fest und man sieht, die Falzkante ist sozusagen immer da drüber. Wenn man das mal öffnet, kann man das sehen. Hier ist
so ein kleiner Spalt zwischen. Das ist dafür da, damit es beweglich bleibt und nicht aufeinander stößt. Hab das, hier habe ich es. Hier war mein erster Versuch. Und da sind die sehr eng aufeinander und es lässt sich nicht so schön öffnen und nicht flach hinlegen. Deshalb immer so ein bisschen halt, auch wenn man klebt, deshalb haben wir das so gemacht, dass der Farbkarton vor der Falzlinie ist. Dadurch kriegt man diesen Spalt Luft, damit es sich gut bewegt. So, also einmal drauf geklebt und dann geht das so weiter, dass man das Schicht für Schicht aufeinander klebt. So, festhalten hier. An den Kanten gucken, dass sie bündig übereinander liegen und festdrücken. Einmal noch öffnen und hier ordentlich festdrücken, damit es schön klebt. So, jetzt haben wir ja oben noch eins und dafür haben wir nämlich das 11. Stück Papier. Das klebe ich jetzt einfach nur oben drauf, weil ich möchte einfach nicht, dass es hier so ganz nackt da drin liegt. Und dann hat es auch zu viel Spannung, wenn ich es hier schon festkleben würde. Das kann man jetzt machen, wie man möchte. Ich bleibe bei dem blauen Farbkarton. Man kann aber genauso gut, so wie hier habe ich Vanille genommen, dass man das Ton in Ton hat. Ich möchte, dass es sich diesmal abhebt. Genau, der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt kein Designerpapier drauf habe, aber ich lege es wieder bündig an und klebe es fest. Also, dann muss es ja noch hier innen drin befestigt werden. Dafür nehme ich wieder den extra starken doppelseitigen Klebeband hier und setze ihn nur hier außen auf die Kante. Aber weil ich möchte, dass es wirklich richtig gut hält, 2 Linien. Das auf beiden Seiten. Ja, passt. So. Ich mache das so, ich ziehe erstmal auf einer Seite das Klebeband ab. Jetzt gucke ich mal, das ist meine Rückseite. Dass auch richtig rum reinkommt, so rum. Ja, mein Buchblock ist auf. Ich stelle mir das hier hochkant mittig rein, dass es wirklich wieder oben und unten ein bisschen Luft hat und klappt dann die Seite hoch. Dann kann ich es hinlegen, nochmal fest andrücken. Und das mache ich mit der anderen Seite genauso. Also ich ziehe die Klebestreifen ab. Habe jetzt schon die eine Seite ja fest. Achte darauf, dass mein Finger nicht daran festklebt. Also halt sie unten fest. Und klebe das Ganze zusammen. So. Und gerade gesehen, hier unten ist es also so. Ich mache das mal so. Der Buchrücken springt um sozusagen und es lässt sich ganz hervorragend blättern. Vielleicht alle noch einmal glatt streichen. Und man sieht, hier habe ich nicht nur das Designerpapier mit den Landschaften genommen, sondern auch das andere, weil ich das sehr schön finde. So, hier, da hat man es gehört, da ist klackt es ein bisschen, da habe ich die Seiten ein bisschen zu dicht gesetzt. Das heißt, da war ich nicht weit genug von der Falzkante weg. Da also bitte wirklich drauf achten. So, und am Ende springt der Buchrücken um. So, genau. Das ist das Mini-Album an sich. Dann möchte ich es noch ein bisschen verzieren. Und dafür habe ich genommen, hier aus dem aus den Stanzformen-Set schönste Etiketten. Dieses hier, das gibt es im Jahreskatalog. Das finde ich wirklich schön. Auch die anderen davon sind ganz toll. Und mit dem passenden Stempelset Weihnachten ist, wenn in aller Welt Lichterzauber die Herzen erhält. Und das finde ich hier bei diesem Papier ganz toll. Den beleuchteten Bäumen, der beleuchteten Hütte. Genau, für die Tags innen drin wollte ich noch zeigen, habe ich dieses hier genommen, Anhänger nach Maß. Dann würde ich sagen, setze ich das hier oben hin.
weil ich ja möchte, dass genug von dem Bild zu sehen ist. Und ich möchte, dass es in diesem Fall erhöht ist. Deshalb nehme ich die Klebis dazu, die Dimensionals. Ordentlich festdrücken. Und das setze ich hier oben hin. Ein bisschen tiefer so. Ja, das gefällt mir sehr gut. Dann kommt das Designerpapier nämlich richtig gut zur Geltung. Man muss es nicht klein schnippeln. Man hat keine Karten. Man macht ja nicht immer quadratische Karten in 15 x 15. Aber hier ist mit dem Mini-Album. Hi, ich bin richtig verliebt in mein eigenes Mini-Album, muss ich sagen. Ja, sehr schön. Das hier wird wohl meine Mama bekommen. Sie wollte zwar eigentlich den Fuchs vorne drauf haben, aber da muss sie jetzt durch. Das Motiv fand sie auch sehr schön. Und der Fuchs kommt ja auch als erstes. Ja, das war mein Beitrag zum Video-Hop. Weihnachten im August. Guck dir auf alle Fälle auch die Beiträge der anderen an. Die Playlist verlinke ich dir am Ende. Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir wirklich gerne einen Daumen hoch da. Teil das Video, wenn du es anderen zeigen willst. Wenn du noch nicht hast, abonniere den Kanal. Und ansonsten, ich freue mich immer über Kommentare. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Denk dran, Weihnachten kommt immer so plötzlich. Und bis zum nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss.